Gestern fand Apples Konferenz, die WWDC, statt und während viele Dinge angekündigt wurden, wollen wir uns heute mit dem eigentlich relevanten Teil, dem generativen KI-Teil beschäftigen, denn der hat's in sich. Und ja, das war, denke ich, auch der Teil, der von den meisten am meisten erwartet wurde, denn Apple macht den nur teilweise selbst und lagert einiges an OpenAI aus, das wurde im Vorfeld schon klar. Aber natürlich nicht alles. Und ja, den ersten Unternehmens-Shitstorm gab es auch schon. Apple hat sich lange nicht um AI gekümmert. Sie haben sich sogar meist darum gedrückt, AI überhaupt auf der Bühne zu sagen. Aber jetzt haben sie einen Namen, sodass sie auch AI sagen können. Apple Intelligence, oh Gott. No, God, please, no! 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 Fangen wir vorne an, denn ihr wisst, bei mir geht es darum, das Ganze auch ein wenig in Kontext zu setzen. Warum sind Dinge bedeutsam und wichtig und welche anderen Informationen sind vielleicht noch wichtig? Ich werde aber bewusst sowas wie Designentscheidung, dass Siri jetzt leuchtet oder hey, du kannst das hier jetzt anpassen, nicht erwähnen. Hier geht es um harte Fakten, kein Designkram. Apple definiert ihre künstliche Intelligenz Personal Intelligence, die speziell für euch Dinge tun kann. Wir kennen das schon in Ansätzen von der ChatGPT Memory Funktion. Dort könnt ihr zum Beispiel auch ein paar Informationen über euch hinterlegen, beispielsweise euren Hintergrund als Informatiker. Diese Information wird dann in jedem Aufruf an ChatGPT mitgegeben und Informationen werden speziell dann an euch angepasst. Apple hat dann natürlich aber noch deutlich mehr als das, was ihr selber eingeben könnt, als Kontext parat. Wie alt ihr seid, welchen Job ihr habt, euer Fitnesslevel, eigentlich der perfekte Stalker. Apple hat basically euer ganzes Leben, aber genauer gesagt sind diese Informationen auf dem iPhone, auf dem Mac oder eben auf dem Gerät. Dadurch kann die Ausgabe, zum Beispiel in Form von Siri, deutlich mehr natürlich an euch angepasst werden, damit Siri dann der perfekte Stalker wird. Sie zeigen sogar Beispiele, wo der Terminkalender mit anderen Personen verknüpft wird, um einen Termin umzulegen, basierend auf der Distanz, damit man rechtzeitig von A nach B kommen kann. Oder die für Google so wichtige Google-Fotosuche, die hat Apple im Grunde jetzt auch. Aber man muss die Fotos dazu in keiner Cloud haben und es funktioniert sogar mit Videos. Im Endeffekt sind das alles Alltagsprobleme, um die wir uns derzeit noch selbst kümmern müssen, die wir aber quasi automatisieren, digitalisieren oder AI-ifizieren wollen. Die Apple Intelligence, ja, die Abkürzung ist tatsächlich AI und ja, es ist ein bisschen cringe, soll auf iPhone, iPad und Mac kommen und im Endeffekt generative KI aber wirklich integrieren. Und Privacy soll dann im OpenAI Smartphone auch gegeben sein. Vermutlich der Selling Point nach Microsofts Recall-Shitstorm und Google, naja, da haben alle aufgegeben. Die Tools sollen im Sommer in eine erste Testphase kommen und ab Herbst mit iOS 18 schon so richtig da sein. Bevor wir uns jetzt die Features im Detail anschauen, lasst uns aber ganz kurz anmerken, dass das eine Developer-Konferenz ist. Ich zeige euch noch später, dass Apple ihren Entwicklern wohl wirklich ans Herz legen möchte, dass sie die AI-Features wirklich integrieren. Genau dafür werden gerade aber wieder einige Entwickler gesucht. Natürlich nicht nur im Apple-Kosmos, sondern ITler überall. Manchmal ist es aber gar nicht so einfach, einen Job in diesem Bereich zu bekommen, weshalb ich euch einladen darf zur nächsten Job.io von Get in IT. Diese findet am 20. Juni vollkommen online und vollkommen gratis für euch statt. Und ich darf wieder einmal den ersten Vortrag halten. Das Thema wird Cloud und Infrastruktur sein und ich werde ein wenig über den sogenannten Vendor-Login sprechen. Wie passend. Also was passiert beispielsweise, wenn ich zu sehr im Microsoft-Ökosystem eingesperrt bin und gar nicht mehr rauskomme, auch als Firma. Natürlich gibt es dort noch viele weitere spannende Vorträge und auch wieder den bewährten Check eures Lebenslaufs, sodass ihr euch direkt mit den Firmen online vernetzen könnt. Ich freue mich auf euch, in der Beschreibung ist alles, was ihr braucht. Und als kleiner Bonus, ich habe angefangen, die Aufzeichnung meiner Speaker-Auftritte auch in meinem Newsletter zu erwähnen. Wenn ihr also das und eine Art IT-Trends einmal in der Woche in eurem Postfach haben wollt, dann schaut auf jeden Fall auch dort vorbei. Wir hören uns beim Vortrag. Okay, zunächst mal die Funktion. Was kann denn die AI? Push-Benachrichtigungen priorisieren, je nachdem, was für euch gerade wichtig ist. Gut, das kann man so auch schon machen. Viel besser ist aber ein Schreibassistent, der wie ein Overlay einfach zum Schreiben genutzt werden kann. Warum das so gut ist? Weil er personalisiert ist und also euch kennt, sprich auch in eurem Stil schreiben kann, entweder freundlich, professionell oder kurz und bündig. Und das ist aber tatsächlich insofern echt stark, weil es sich nicht nur auf Mails zum Beispiel beschränkt, sondern im Browser, in verschiedenen Apps, im Messenger oder auch in Dokumenten geht. Klar, es schwebt eigentlich sozusagen
über allen Apps und ist sein eigenes Ding. Es hat eben nur Zugriff auf das System und den Text, den man gerade schreibt. Smart Reply beispielsweise stellt euch Rückfragen zu einem Text in der Tastatur-App und schreibt dann eben die Antwort, die auf euren Klick-Antworten basiert. An sich ist das als Programm vermutlich nicht allzu schwer zu bauen und vermutlich am ehesten mit der ChatGPT Desktop-App zu vergleichen. Aber dass hier GPT-4o zum Einsatz kommt, heißt, wir wissen auch, dass der geschriebene Text ziemlich solide ist. Und es wirkt einfach sehr durchdacht und nicht wahllos reingeklatscht in jede App einzeln, weil es muss ja KI haben. Trotzdem braucht ihr keinen OpenAI Premium Account, sondern ihr könnt das Ganze auch for free nutzen, wie jetzt auch das GPT-4o Modell for free da ist. Die Premium Features könnt ihr aber auch nutzen, wenn ihr den ChatGPT Account verknüpft und habt dann einfach mehr Volumen und mehr Kontingent. Aktuell zumindest. Mal gucken, was da noch kommt. Auch Bilderstellung soll kommen und auch hier direkt integriert in etwa iMessage, sodass man beispielsweise direkt Profilbilder nutzen kann, um Bilder zu generieren. Oder wie bei Microsoft Paint, man zeichnet was Hässliches und lässt es dann hübsch machen. Und, muss ich das wirklich sagen, Genmojis, also generative Emojis für Leute, denen die 1001 Unicode-Emojis halt dann doch nicht ausreichen. Das soll es anscheinend wohl auch geben. Auch hier wieder im Grunde überall integriert, wo es geht, aber tatsächlich relativ ohne Hürden und ziemlich sinnvoll. Gerade bei Blogposts oder Notiz-Apps, die manche auch als Storyboard für Designs nutzen, sehe ich da viel Potenzial. Denn mittlerweile, das weiß ich von einigen Kreativen aus der Webdesign-Branche, wird erstmal sehr viel mit KI gebaut und als Option dann für ein Rohdesign genutzt. Das kann man dann präsentieren und dann kann man auswählen, welches eigentlich das Beste ist. Man hat dann schon mal eine Art Gefühl, wie sowas aussehen kann. Beispielsweise in Webdesign-Tools wie Figma zum Beispiel ist das eigentlich gang und gäbe. Und anschließend wird es dann eben richtig gebaut, richtig auch umgesetzt und vielleicht noch ein kleines bisschen angepasst. Wenn Apple jetzt das System, das wahnsinnig viele Kreative auch einfach nutzen, das liefert, intern, dann ist das natürlich nochmal ein ordentlicher Selling Point. Das Bedeutsamste ist aber vermutlich, zumindest für mich, Action. Also, dass eine App von der KI gesteuert werden kann. Das, was sich viele eigentlich von Googles Gemini schon so lange wünschen oder sich jetzt dann eben auch mit der Desktop-App von ChatGPT erhoffen. Wir kennen das als AI Agent. Die Dateien, die eine Person euch geschickt hat, Fotos von 3 speziellen Personen oder Dinge, die man gesendet bekommen hat, die kann man dann einfach abrufen. Egal, ob das jetzt von der Person per E-Mail, per iMessage, WhatsApp, Signal oder vielleicht noch irgendwas anderes kam. Diese Actions wurden aber in diesem Fall von Apple speziell erstellt und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Im Vortrag sagt er: We're designing Apple Intelligence to be able to orchestrate these and hundreds of other actions for you, so you can accomplish more while saving time. Und ich meine, ja okay, das ist sehr, sehr gut, aber Apple muss jede einzelne Aktion separat definieren. Vielleicht nochmal ein wenig Kontext dazu, was AI-Agents eigentlich machen sollen. Im besten Fall geht das so. Wir haben ein KI-System, beispielsweise Siri, das Zugriff auf Apps hat und die dann bedienen kann. Siri bekommt übrigens auch On-Screen-Awareness, sodass Siri eigentlich immer auch weiß, was man gerade sieht. Dann haben wir ein KI-System, das im Hintergrund läuft, zum Beispiel ein LLM. Das wertet dann unsere Sprache aus, damit schaltet das Licht im Wohnzimmer auf Lagerfeuer und mach Lagerfeuerbeleuchtung im Wohnzimmer an und Foi im Wohnwohn alle eben dasselbe tun. Jetzt weiß das KI-Modell aber beispielsweise nicht unbedingt, was Wohnzimmer bedeutet oder was eine Lagerfeuerbeleuchtung wirklich für eine Einstellung ist. Dafür gibt es theoretisch in der App dann eine Einstellung, die sagt Lagerfeuerbeleuchtung. Und Siri weiß dann, welche App sie nutzen muss, um Licht in einem Zimmer anzuschalten. Im besten Fall kann ich sogar einem AI-Agent sogar noch zeigen, wie eine Aktion geht. Also klicke darauf oder beispielsweise schicke eine Signal-Nachricht an Mama. Das ist vermutlich bei mir was anderes als bei euch, sonst sind wir relativ nah miteinander verwandt. Wenn Apple das jetzt allerdings definieren muss, dann ist das natürlich schön bequem für uns, aber es schränkt uns auch drastisch ein und man muss selbst warten, bis die jeweilige App von Apple einen Befehl spendiert bekommt. Allerdings: Show me my photos of Stacy in New York wearing her pink coat. And Siri will bring those right up. Then you might say, make this photo pop, and Siri will enhance it, just like that. And Siri will be able to take actions across apps. So you could say,
add this to my note with Stacy's bio, and it will jump from the Photos app to the Notes app to make it happen. Das waren zwar beides Apple-Apps, aber hier zeigt sich, dass die WWDC doch eigentlich eine Entwicklerkonferenz ist. Sie haben nämlich App-Intents als Schnittstelle vorgestellt. Damit können Apps eine Schnittstelle definieren, wo Siri dann Informationen aus anderen Apps eben reinfließen lassen kann. Das heißt, was Siri alles kann, hängt hauptsächlich an den App-Entwicklern. Dass sie das aber damit gebaut haben, das ist ziemlich praktisch, denn App-Intents sind nichts Neues mehr. Die gibt es seit über 2 Jahren. Dass nun Siri hier einfach anknüpft, das ist sehr, sehr schlau. Das heißt, Informationen, die die Entwickler einer App für die KI bereitstellen, die können von Siri verarbeitet werden als persönlicher Kontext. Zum Beispiel Informationen aus einer Smartwatch. Und App-Schnittstellen, die dann von den Apps auch angeboten werden, die können von Siri genutzt werden, um Informationen zu dieser App zu schieben. Zum Beispiel einen neuen Kalendereintrag zu machen. You'll be able to ask Siri to find something when you can't remember if it was in an email, a text, or a shared note. Like some book recommendations that a friend sent you a while back. Or for times when you're filling out a form and need to input your driver's license. Siri will be able to find a photo of your license, extract your ID number, and type it into the form for you. Das ist zugegebenermaßen sehr durchdacht, sofern die Entwickler natürlich da mitziehen. Und sofern natürlich die Daten nicht irgendwo hingeschoben werden, wo sie nicht hin sollen. Oder von Hackern gestohlen werden. Oder von Firmen missbraucht werden. So, und das hört sich jetzt erstmal eben nach einem sehr krassen Eingriff an. Wenn ein Assistant, der im Endeffekt auf alle Informationen von dir und anderen, mit denen du kommunizierst, Zugriff hat und die sogar nutzen kann, um im Endeffekt deinen Alltag zu verwalten und dir ein paar nervige Aufgaben abzunehmen. Das wäre ja zu schade, wenn diese Informationen, diese Daten in die falschen Hände verkauft werden. Und hier wird es jetzt sehr spannend. Apple sagt, The cornerstone of the personal intelligence system is on-device processing. We have integrated it deep into your iPhone, iPad, and Mac, and throughout your apps, so it's aware of your personal data without collecting your personal data. Apple möchte also die KI auf ihren Apple Silicon Chips laufen lassen, wo ja erst im Mai der M4-Chip angekündigt wurde. Der soll übrigens sogar noch dieses Jahr erscheinen. Die persönlichen Infos, die Infos aus anderen Apps, das liegt alles lokal und die KI soll dann über eine Schnittstelle mit genau diesen Informationen, die wir gesagt haben, interagieren können. Many of these models run entirely on device. Beispielsweise die Bilderstellungs-KI, die angekündigt wurde. Die läuft komplett lokal auf eurem Gerät, wodurch es Apple nichts kostet und ihr zu 100% natürlich auch alles lokal laufen lassen könnt. Und auch was Text angeht, alles was lokal geht, das läuft dann auch auf eurem Gerät ohne Internet. Und dadurch verlassen dann keine Daten mehr das Gerät und es entstehen halt auch keine Kosten für Apple. Das heißt dann aber auch, dass man für die AI-Features mindestens ein iPhone 15 Pro benötigt oder eben einen Rechner mit einem Silicon-Chip, mindestens einen M1. Aber Apple räumt auch ein, dass nicht alles lokal laufen kann, denn die meisten Modelle, gerade sowas wie das professionelle Schreiben von Texten, das klappt nicht so gut mit den kleinen Modellen, die man auf einem Smartphone laufen lassen kann. Klar, ein Llama 3 400B ist Open Source und es ist so stark, dass man es benutzen könnte für sowas. Es könnte lokal laufen gelassen werden, aber kein iPhone dieser Welt hat heutzutage die Leistung für sowas. Dazu muss man quasi ein Rechenzentrum haben. Und Apple hat genau dieses Rechenzentrum gebaut. Sie nennen es Private Cloud Compute. Die Server laufen mit Apple Silicon Chips, also wirklich die M-Chips, die ihr auch in den Geräten habt. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Überraschung, eher eine Bestätigung. Genauer gesagt handelt es sich um die M2 Ultra Prozessoren, die ja eigentlich schon ein wenig älter sind. Aber die sollen wohl reichen, wenn man eben einfach genug davon nimmt. Apple verspricht dabei, dass jede Anfrage an die KI im Grunde genommen stateless ist, also zustandslos. Das heißt, jeder Aufruf enthält genau alle Informationen von eurem Gerät, die die KI braucht, und alle Informationen werden danach auch wieder gelöscht. Sie haben sogar eine Prüfung eingebaut, dass eure Geräte nicht mal mit Servern sprechen, deren Protokolle nicht öffentlich prüfbar sind. Hierzu meine Einschätzung. Wir wissen, dass OpenAI-Modelle zum Einsatz kommen, aber ich glaube nicht, dass sie da zum Einsatz kommen. Es scheint eine spezielle ChatGPT-Schnittstelle zu geben, und hier fragt Apple einfach den Nutzer, ob es okay ist, wenn die Daten an OpenAI übertragen werden. Das scheint also durchaus nicht ganz dasselbe zu sein und
ist dann unter Umständen auch nicht so privatsphärefreundlich wie die Apple-Variante. Für Private Cloud Compute scheint Apple eigene Modelle oder auch Open-Source-Modelle zu verwenden, die natürlich nicht ganz so gut, aber fast so gut sind wie GPT-4o zum Beispiel. Das heißt, solange möglich, lässt Apple alles lokal laufen. Da ist Privacy total einfach, da gehen ja keine Daten vom Gerät runter. Wenn die nicht mehr reichen, nimmt Apple ihre stärkeren Modelle in ihrer Private Cloud Compute und wenn das nicht mehr reicht, dann kommt wohl ChatGPT dran. Dennoch nutzt Apple den OpenAI Enterprise Tarif, das heißt, die Informationen werden, so steht es zumindest in den Richtlinien, nicht bei OpenAI gespeichert und dürfen auch von OpenAI nicht mehr zum Training verwendet werden. Aber klar, was OpenAI genau tut, das kann Apple so nicht wissen. Dieses Versprechen bezogen auf die eigenen Modelle allerdings, dass man alle Daten sammelt und dann aber lokal lässt, ohne sie zu teilen, mit unabhängiger Überprüfbarkeit, das finde ich sehr, sehr lobenswert. Und deswegen habe ich mich da nochmal ein wenig tiefer reinbegeben, um dieses Privacy-Grundproblem genauer zu greifen. Das Grundproblem, das Apple da identifiziert hat, ist eigentlich sehr logisch. Wenn ich Daten wegschicke, dann ist es danach eine Vertrauenssache, dass diese Daten auch wirklich nicht gespeichert werden. Da ist dann egal, ob der Serveranbieter eine KI nutzt, die Open Source ist. Ihr wisst trotzdem nicht, was der Anbieter mit eurer Anfrage davor und mit der Antwort danach eigentlich macht. Alle Daten könnten abgegriffen werden und deswegen macht Apple Folgendes. Alle Daten, sofern möglich, werden Ende zu Ende verschlüsselt. Falls das nicht geht, wird eure Identität durch zufälligen Müll ersetzt und die Informationen werden aufgeteilt. Ihr könnt euch das so vorstellen. Die KI bekommt die Informationen, die es wirklich braucht, um die Anfrage zu erledigen, aber all diese Informationen, die werden so zerteilt, dass ein Angreifer, der im System sitzt, kaum etwas damit anfangen könnte. Der Angreifer müsste also das eine System, wo dann alles wieder rekonstruiert wird, und das KI-System übernehmen und dann erst könnte er diese Informationen wieder zusammenführen. Und diese Systeme sind eigentlich unabhängige Firmennetzwerke. Das ist, als würde er Apple zweimal hacken. Und da muss er es erstmal reinschaffen, um die Anfrage nutzbar zu machen. Und das Problem ist, er hat natürlich nicht unendlich Zeit dafür. Wenn eine Anfrage fertig von der KI bearbeitet wird, so sagt Apple, dann wird auch alles direkt wieder gelöscht. Und jetzt gibt es aber noch ein Szenario, wo ein Angreifer potenziell Informationen abgreifen kann. Ein Mitarbeiter von Apple muss ja Server überprüfen können, wenn die zum Beispiel ausfallen und sie wiederherstellen können mit einem Backup. Dazu haben sie die Rechte bei den Servern so hoch angesetzt, dass ein Administrator zwar Logs und so weiter sehen und erstellen kann, aber er hat keinen Zugriff. Selbst ein Apple-Mitarbeiter, ein Apple-Administrator hat keinen Zugriff auf die Nutzungsdaten von euch mit dieser KI. Klar, dann geht alles verloren, wenn man den Server neu aufspielt. Die Nutzerdaten sind dann alle weg, aber das macht ja nichts, denn es sind ohnehin keine Daten auf ihren Servern, die da bleiben, weil ja nach jedem Aufruf alles gelöscht wird. Das ist sehr, sehr schlau durchdacht und das reduziert natürlich auch drastisch das Risiko für Apple, überhaupt das Ziel von einem Angriff zu werden. Ich meine, sie speichern keine Daten und nicht mal Apple-Mitarbeiter haben Zugriff auf die Daten dort. Es kann im Grunde gar nichts geklaut werden, weil gar nichts da ist. Dazu nutzen sie die Security-Chips, die ihr auch auf dem iPhone habt und die Secure Enclave, über die wir schon mal gesprochen haben, sodass es da im Endeffekt auch keinen Weg um diese Sicherheitsmechanismen drumherum gibt. Und natürlich die KI-Systeme laufen in einer Sandbox. Das heißt, schafft es jemand, zum Beispiel mit Prompt Injection, in dieses KI-System reinzukommen, kommt er von dort trotzdem nicht raus. Das heißt, er kommt trotzdem auch nicht an eure Daten. Auch das Bounty-Programm. Damit werden Sicherheitsforscher ziemlich gut bezahlt, wenn sie zum Beispiel eine Schwachstelle finden. Auch dieses Programm wurde auf Private Cloud Compute ausgeweitet. Das hat zwar immer mal wieder auch negative Schlagzeilen gemacht, weil Apple gerne auch mal nicht bezahlt oder auch sich sehr lange Zeit lässt, wenn ein Sicherheitsforscher eine Lücke findet, aber immerhin gibt es so ein Programm. Also alles in allem, wenn man große KI-Modelle in der Cloud nutzen will, dann fühlt sich für mich diese Version hier nach dem datenschutzfreundlichsten an, was wir bisher haben. Bedenkt aber bitte trotzdem, dass diese KI-Systeme neu sind. Angreifer fangen gerade erst damit an, zu experimentieren. Alles, was neu ist grundsätzlich gefährlicher als Dinge, die schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten erfolgreich getestet und repariert werden. Und vielleicht genau deswegen will Elon Musk jetzt plötzlich alle Apple-Geräte bei Tesla und SpaceX verbieten. Ja, ich nehme an, er will dann lieber Android. Die haben ja gar keine AI-Features und sind natürlich
absolut sicher. Lol. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Okay, ich versuche das hier mal kurz zusammenzufassen. Apples Idee ist, alles stufenweise auszuführen. Wenn das Smartphone stark genug ist, dann lassen wir die AI dort drauf laufen. Wenn Apples Server noch stark genug sind, dann läuft es da drauf. Und wenn auch das für die Anfrage wegen Komplexität nicht reicht, dann geht's zu OpenAI. Alles ist, wie es aussieht, sehr smooth integriert und ich habe auch bislang noch nicht so viele Features bei Apple gesehen, die angekündigt wurden und dann doch nicht kamen oder schlecht waren. Das ist einfach nicht deren Stil. Ja, es gibt für jedes einzelne AI-Feature wahrscheinlich eine bessere Version. Midjourney oder Custom Stable Diffusion Modelle, die erstellen wahrscheinlich bessere Bilder als das, was ihr mit Genmoji bekommt. Aber ich schätze mal, dass Genmoji dann doch für die meisten Normalverbraucher reichen wird. Dafür ist es sinnvoll eingebaut und intuitiv zu benutzen. Gleichzeitig ist der Fokus auf Privatsphäre aber wirklich stark und für mich sehr überzeugend. Ich bin ehrlich, nach dieser Präsentation bin ich erneut am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch in den Apple-Kosmos wechseln möchte. Apple wirkt am wenigsten gehetzt und am wenigsten im Panikmodus, obwohl sie es eigentlich am ehesten hätten sein können. Es wirkt eher so, als hätten sie eine Art Plan und als würden sie den Entwicklern jetzt wirklich stark ans Herz legen, diese App-Intentions, also die AI-Integration zu nutzen, damit Siri tatsächlich zu einem echten AI-Agent werden kann. Und deshalb bis zum nächsten Mal im Cyberspace.